Nee, ich habe geflunkert. Wir sind noch nicht zurück vom meinen und einem. Ich habe verpennt, dass heute Freitag ist. Das heißt, wir sind jetzt direkt am Ende der letzten Aufnahme und sollten... Richtig, die Brücke fehlt. Hallo, du bist eine sehr gute Ablenkung für meine Inkompetenz. Okay, schade. Genau, also ich war noch nicht meinern. Das können wir kurz zusammen machen, falls wir nicht irgendwas anderes Interessantes finden. Was mit dem Rennen? Das Rennen ist auch erst in den nächsten Tagen, ne? Gucken wir mal kurz. Ja, es ist jetzt übermorgen, ist am Montag. Von Pablo, Tour de Rock. Gehe zum Sandrennkomplex vor 9 Uhr. Das ist auch schon fast eine Challenge. Weil wir stehen jeden Tag um 7 auf, glaube ich. Man braucht eine ganze Ecke zu Fuß hier hin. Also ja, dann Station. Glaub, die Skorpione brauchen wir nicht. Wir können... Lagerfeuergespräch. Oh, bist du hin? Ich kenne ihn noch nicht. Ich glaube, da hat sie irgendwo versteckt. Machen wir mal seine Deckung weg. Da ist er. Zum Hölle? Okay, vielleicht soll man den gar nicht töten. Hat Puff gemacht. Aber nichts gedroppt. Hi. So there are other humans in this desert after all! I'm a traveler from Lucian, but I seem to have gotten myself a bit lost. Must have taken a wrong turn at Tall Sky. Are you from around here? Can you take me to the Blue Moon? Okay. Splendid. I have always depended on the kindness of strangers. Lead the way, friend! So viel also zu unserer Idee, meinen anzugehen oder sich anderweitig ablenken zu lassen. Aber ich denke, das ist auch ganz gut so. Dann kommen wir vielleicht noch einigermaßen zeitig zu dem Lagerfeuergespräch. Ich hoffe mal, er nimmt die Station auch mit. Hopp. Und... Hopp. Ja, ist dabei. Sehr gut. Gehen wir mit dir rein. Well, well, look what the yak dragged in. You crotchety old geezer. I thought you were scared to come out to the desert. Where'd you get the gall all of a sudden? That's how you greet an old friend? It's good to see you, Butch. It's been so long. I saw your pictures. I had to come and experience the magic for myself. Rumors or no. Otherwise, I think I'd regret it for the rest of my life. Which was nearly cut short in that desert of yours, I may add. Luckily, I ran into this fine person who helped me find my way. I am in your debt. And, I don't even know your name. Haha! Oh, what a coincidence. Hey, this is Butch, an old traveling buddy of mine. I've been trying to get him to come to Sandrock, but he was scared off by those rumors I told you about. Genau, Gerüchte. Keine Bomben schmeißenden, Türme zerstörenden, Bürgermeister, Stellvertreter entführenden Diebe. Nö, das sind alles nur Gerüchte. Yes, yes. You're a kind soul indeed. Back to the matter at hand. Owen, my good man, those photos were enough to set my plans in motion, but now that I'm here, I expect the finest in hospitality. Otherwise, I might be forced to spill a few details about our sordid past affairs in front of your friend here.
schmuddelige Vergangenheit. Oh nein. Welche Fotos? Die Fotos, die wir gemacht, die Ash gemacht hat. Also ja. Ich überlasse das mal euch beiden. Sure thing. And thanks again. If not for you, I'll bet this guy would still be out wandering in the desert. And what a tragedy that would be. I believe you're right. I was very fortunate to run into you. Hope to see you around. Call. Punkte, alles gut. Und es ist keine Zeit vergangen, das heißt, wir können es echt noch schaffen. Also eigentlich geht das schon los um 19 Uhr, aber es gibt da so eine kleine Kulanzphase. Oh, Justice hält die Rede. Howdy, y'all. Following the involuntary minister misplacement incident, the minister raised concerns. Concerns about certain water-related allegations laid out by Logan, and, well, we're here to put any doubts to rest. Also hier ist jetzt echt einfach so ersetzt worden? Okay. Our latest investigation was spearheaded jointly by Minister Matilda and Mayor Trudy, and carried out by myself and unsure of the Civil Corps. Without further ado, allow me to release our reports to the public. Firstly, Unsure and I made a full check of the perimeter, a thorough search of the area around Sandrock, leaving... I made double sure of that. Right. Anyway, beyond a certain distance, it just doesn't make much sense to continue looking around outdoors. Transporting the water in and out of town, well, we'd have caught that on stand-up patrols by now. From there, we moved on to investigating individuals. After a series of interviews and cross-checking data, we have once again confirmed that civilian consumption of water is indeed very close in line with numbers reported by Burgess at the water tower, consistent at 20 tons per month. So, that's kind of all she wrote. On a positive note, we also found that, for the most part, everyone was being really careful with water consumption. So, hope y'all can take a bit of solidarity in knowing that we're all out here doing our best for Sandrock. Look at you all! Conservers conserving it up! With that, we're going to turn things over to Pastor Miguel, who also wanted to say a few words. Pastor, tell us what you know. Ich denke, das wird jetzt nicht positiv und charmant klingen, wie eben gerade von Justice. With pleasure. The first thing I wish to assert is transparency. Making all import and export records publicly available. If you want to check said records, you'll find that 80% of all water is imported and 20% comes from the oasis so as not to put a strain on it. And now for the specifics. Sandrock imports 16 tons of water every month from two sources. Highwind via the East Rail, and Portia through Atara. Another 4 tons comes from the oasis. Justice himself has checked the levels every step of the way, and has confirmed that at no point has there been any tampering. Can you confirm that, please, Sheriff? Yep, sounds about right. We looked into every in and out of the process at random times throughout the last few weeks, and it all checked out. Man hätte jetzt nicht aufpassen müssen, was das ganze Import- und Exportgedöns angeht. Dass man quasi zusammenrechnen kann, ob wirklich überhaupt irgendwo Wasser gebunkert wird. Good. And to be frank, my past performance speaks for itself. There has not been a single accounting error in Sandrock history since my arrival here. To even suggest that suddenly I've lost my touch is an insult. Good day. Das ging noch für seine Verhältnisse. Give it up for Pastor Miguel, everyone. He always knows how to brighten our day. Am I right? Komm schon, das war jetzt wirklich einfach nur Fakten. Er hat nicht irgendwelche Leute angepöbelt oder sowas. Jetzt unbedingt nicht die höchste Bar ist, die man überschreiten müsste. Aber es ging für seine Verhältnisse. All right. Well, with that, I think we can about call this little conference to an end. In conclusion, so-called claims of someone hiding water is verifiably false. If you still have questions, take it up with me personally. Mayor, Minister, any closing thoughts? It is a very compelling report. Well, if that's the way it is, that's the way it is. All we can do is trust each other, because each other is all we have. Let's continue to do our best in fighting for Sandrock together. And I think it goes without saying... Genau. Und ja, gerade in so einer kleinen Gruppe
man sich jeden Tag sieht und wo es halt Engpässe gibt. Da reicht halt ein einziges Gerücht von irgendeinem Typen namens Cooper, der sich irgendwas zusammenreimt, weil er nicht gerade gebildet ist. Das Gerücht macht dann die Runde und schon werden alle panisch und hinterfragen alles und was auch immer. Deswegen soll man den Mund nur aufmachen, wenn man nachgedacht hat, nicht wahr, Cooper? Ich nehme ihn jetzt nur als Beispiel, weil er dafür sehr prädestiniert ist. So. Haben wir bei einem von euch noch irgendwas zu tun? Ich werde noch ein bisschen Bronco anpöbeln. Nothing like a bit of hard data to get your blood flowing. Am I right? In all seriousness, there was a lot of good information put on the table at this fireside. Hey, Trudy. I've never had doubts about anyone in Sandrock. I just hope this shuts the book on worrying about who's drinking what, so we can get back to worrying about our future instead. Sehr, sehr schön. Das Problem nur leider in solchen Situationen und wie bei solchen Menschen wie Cooper, also gerade in Real Life, die sagen dann als nächstes, ja, das ist doch alles gefälscht und die vertuschen das nur und ja, weil sie fühlen, dass irgendwas nicht richtig ist, anstatt sich auf die Daten zu verlassen. Na gut, wir haben volle Ausdauer. Jetzt nochmal zurück zur Mine zu laufen, wäre ein wenig verschwenderisch. Und ich wollte diese Folge eh nicht lange machen, damit ich sie noch schnell genug hochladen kann. Also machen wir nur eine kleine Runde hier durch die Gegend, um zu schauen, ob sich irgendwas verändert hat. War da gerade schon wieder so ein kleines Puschel-Wuschel-Ding? Ich dachte, ich hätte gerade da irgendwo im Gras was durchglitschen sehen, je nachdem, wie man die Kamera gerade hält. Egal. Euch können wir noch mitnehmen. Sorry, nicht sorry. Auch leider Leder. Kupferreste sind bekannt. Die Schlafkammer hatten wir früher auch schon. Aber vielleicht droppt jetzt irgendwas Neues. Ich denke nicht. Ich denke echt, wir brauchen irgendeine neue Cutscene. Und mit der Cutscene wird dann das Gebiet, wo die Bürgermeisterin entführt wurde, besser freigeschalten. Und da gibt es dann die Alu-Reste. Gummi haben wir, glaube ich, genug. Hier hatten wir uns früher schon einmal durchgekämpft. Oh, es ist den. Ich sollte nicht allzu lange wegbleiben. So. Das ist halt der Nachteil von in der Early Access zu spielen. Es kann gut sein, dass hier in der Zwischenzeit irgendwas Neues hinzugefügt wurde. Wie Ressourcen, die man abbauen kann oder irgendwelche neuen Gegner, die Items droppen. Aber da man den ganzen Content halt schon gemacht hat, bevor es die Sachen gab, hat man nicht so wirklich Grund, da wieder hinzugehen. Vielleicht bist du es. Du bist der Spion. Du kommunizierst mit Logan, indem du bestimmte Steine in einer bestimmten Reihenfolge anklopfst. Ein Ding für Ja und 2 Dings für 2. Sag, dass es nicht wahr ist. Das ist nicht wahr. Ich weiß nicht, wovon du redest, Kumpelst. Diese seltsamen Anschuldigungen verwirren mich. Und wenn ich verwirrt bin, werde ich wütend. Ich nehme an, du bist einer von diesen "Du willst nicht, dass ich wütend werde" Typen, oder? Oh. Ja, so ziemlich. Kommen wir zu einem besseren Zeitpunkt wieder. Ja. Der Charakter ist sehr gut darin, nervig zu sein. Kennen wir alles. Pushen wir noch kurz zu der Höhle. Nehmen 1, 2 Jacken mit und dann können wir auch schon schlafen gehen. Aber genau, zurück zu meinem Faden, den ich hatte, bevor die Cutscene kam. Wenn man das wirklich dann genau nehmen möchte, sollte man jedes Gebiet nochmal abgehen. Aber weiß nicht.
Ich denke schon, dass die Ressourcen von alleine auch irgendwann in unsere Richtung stolpern und sei es nur, dass wir später die Sachen automatisch bekommen durch irgendwelche Farming-Geschichten oder dass die Salvage-Anlage weiter ausgebaut wird, dass man die Bestellungsressourcen dann bekommen kann oder irgendwas in der Richtung. Geht schon. Du lungerst nicht um unser Haus rum. Sollte weiter warten, das ist richtig. Noch voll machen. Und die Metalle sind endlich durch. Sehr gut. Dann hätte ich gerne Bronze. Ich hätte gerne schon Glas. Und dann primär Stahl. Oh, wir haben eine Menge Stahl. Okay, dann Manganstahl. Chromstange. Und das war's da erstmal. Hier wüsste ich gerade nicht, was wir machen sollen. Oh. Warum hattest du das komische Symbol über dir? Wasser ist da. Vergessen mal, dass ich hier hin und her switchen kann. Oh, Taschen leer. Okay, dann gehen wir einigermaßen zeitig um kurz nach Mitternacht. Trotzdem etwas verfrüht schlafen. Ich hoffe, das klappt mit der Aufnahme noch. Und wir sehen uns dann morgen.